Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt gerade hier erscheint, startet in dem Moment der legendäre Dungeon und ihr könnt da schon reingehen. Natürlich habe ich für euch mal wieder einen Code für euch parat und dieser lautet diesmal Dorza-U2YK. Ist einlösbar ab Stufe 50. Ab Stufe 50 kann man halt den LD betreten, deswegen halt ab Stufe 50. Und der Code gibt euch 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Das Ganze könnt ihr natürlich wie immer hier über den Coupon einlösen. Da gebt ihr das Ganze ein. Und wenn ihr noch richtig Bock habt, dann könnt ihr auch sehr gerne über neue Nachricht hier oben rechts oben auf Rundmail gehen und hier den Code sehr gerne in eurer Gilde verteilen. Dann hat eure gesamte Gilde auch noch was davon. Deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der den Code nutzt und mit seiner Gilde teilt. Wünsche ich euch viel Spaß auf jeden Fall dabei. Wir werden morgen dann erst am Freitag um 16 Uhr in den Legendary Dungeon gehen, wenn der Stream startet. Also ich bin ja morgen um 16 Uhr live. Das erste Mal auf Twitch. Wer mich da noch nicht verfolgt, sei mal ein Follow gedrückt hat, kann das sehr gerne noch nachholen. Wir werden da definitiv regelmäßig streamen und die Links dazu findet ihr natürlich unter dem Video. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, um da auch live nichts zu verpassen. Ja, ansonsten gibt es auch neue Events, die jetzt hier natürlich wieder folgen zum Anlass vom Osterevent. Von Donnerstag bis Montag. Legendary Dungeon, Prachtparade der Pilze, Glückstag, Hexen-Event, Fest der Festung, Tag des heißen Eisens und Sauraler Großputz. Also diese Events sind von Donnerstag bis Montag einschließlich verfügbar. Dadurch, dass ja halt eben jetzt Feiertage sind, Ostermontag ja auch noch Feiertag ist, haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger was davon. Und zum Anlass des Legendary Dungeons und der Prachtparade der Pilze, wo ihr halt wieder 20% mehr für euer Geld bekommt, werde ich morgen in dem Video um 16 Uhr, also es geht morgen um 16 Uhr nicht nur der Livestream los, um 15 Uhr. Morgen um 15 Uhr. Heute ist nur wegen Legendary Dungeon um 16 Uhr. Morgen ist wieder regulär um 15 Uhr. Starten wir auch ein Giveaway hier auf YouTube. Ja, und da könnt ihr wieder dann dran teilnehmen und wieder 100 € gewinnen. Und das machen wir dann morgen auf YouTube. Deswegen haltet da auf jeden Fall auch die Augen und Ohren offen, dass ihr das auch nicht verpasst. Genau, um 15 Uhr dann morgen das Giveaway-Video und um 16 Uhr geht es dann auf Twitch online. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ansonsten haben wir für das folgende Wochenende Erfahrungsreichtum, Hexentanz, Fest der Festung, Tag der tollkühnen Tiere und Tag des heißen Eisen, Sauraler Großputz. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, werdet ihr wahrscheinlich schon die Möglichkeit, denke ich mal, haben, über die 20%, so, jetzt bekomme ich ein bisschen durcheinander, über die 20% Aktion zu verfügen. Und falls ihr mich dann natürlich supporten wollt und jetzt zum Anlass des Legendary Dungeons ein bisschen aufladen wollt, wäre ich euch natürlich auch sehr verbunden, wenn ihr halt eben das über meinen Creator Code tut, dass sich halt eben solche Giveaways auch finanzieren kann. Ne? Da wird bei euch dann morgen hier im Webshop dann wahrscheinlich eine 3600 anstatt 3000 stehen und hier könnt ihr dann natürlich sehr gerne den Creator Code Dorza eintragen und dann weiter zum Checkout gehen und dann könnt ihr natürlich mich auch mehr kostenfrei dabei supporten in dem, was ich hier mache auf YouTube, in Zukunft auf Twitch und das kostet euch keinen müden Cent mehr und ist ein riesen Support. Werde ich morgen nochmal in dem Video auf jeden Fall erwähnen, denke ich mal, und finanziert halt eben solche Giveaways auf jeden Fall. Gut, das auf jeden Fall erstmal dazu. Wisst ihr jetzt erstmal soweit Bescheid, würde ich sagen. Den Code, die Ankündigungen und jetzt werden wir auf jeden Fall mal in das neue Event reingehen. Also Expeditionsevent auf meinem Main. Ich mache es jetzt das allererste Mal und ich bin sehr gespannt, was das uns an Gold gibt. Ich habe extra fast gar kein Gold gehortet, damit wir sehen, was wir am Ende des Tages haben. Ich sag mal so, wenn wir über 2 Milliarden kommen an Gold, was wir jetzt hier durch erfarmen, dann ist das in Ordnung.
es ist immer noch, finde ich persönlich, ein gewisses Risiko. Das werden wir, denke ich mal, morgen im Stream noch weiter evaluieren. Das ganze Expeditionsevent und werden mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall mal spielen auf meinem Main, um mal zu gucken, was ich bekomme. Ab Stufe 632, wisst ihr ja, ist ja alles gemaxt an Goldeinkommen, ne? Sowohl in den Quests, sowohl von den Goldminen, Rewards, als auch von den Pots, die ihr umwandeln könnt. Die geben dann halt ab 632 10 Millionen Gold. Deswegen solltet ihr das erst ab der Stufe tun. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Gold, als ich wollte. Haben wir irgendwas, was die Hexe heute möchte, zufällig irgendwie? Was haben wir denn? Extras. Nee, Extras habe ich fast gar nicht. Habe ich fast nie. Haben wir hier ein Extra? Warte mal, bei hier? Boah, guck mal hier. Ja, guck mal hier, Alter. So, sind wir aber trotzdem immer noch. Warte mal, wir versuchen mal möglichst auf 0 zu landen, ja? So sind wir so, wie wir vorher waren. Okay, und jetzt gehen wir mal rein. Wir spielen komplett das Expeditionsevent auf meinem Main und gucken, was wir an Gold bekommen. Es gibt natürlich bestimmte Risikofaktoren bei dem ganzen Expeditionsevent. Es gibt Quests, die sind leichter machbar als andere, beziehungsweise die geben einen besseren Reward als andere. Dazu werde ich wahrscheinlich in Zukunft nochmal ein extra Video machen. Deswegen, falls ihr da auch nichts verpassen wollt, sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Ja, zum Expeditionsevent nochmal mit einer Staffelung an Quests, die ihr zur Auswahl habt und welche ihr am besten nehmen solltet und welche ihr vielleicht, wovon ihr besser die Finger lasst, weil das zu sehr risikobehaftet ist. Die Klopapierrollen zum Beispiel, die sind easy. Das ist eine gute Aufgabe und die werden wir jetzt mal nehmen. So, ich hatte gehofft, dass wir nicht nochmal das Tutorial machen müssen. Wir müssen tatsächlich nochmal machen. Okay, wir skippen uns mal ein bisschen durch. Ja, das wissen wir alle schon. Gibt es irgendwie nicht eine Möglichkeit, das Tutorial hier zu überspringen? Nee. Jetzt muss ich den Schlüssel annehmen. Ja, okay, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe mal, ich krieg's trotzdem hin. Okay, wir haben eine Tour und jetzt wird's halt interessant, ne? Jetzt kriegen wir halt hier deutlich höhere Goldboni als die wir halt eben jetzt in der Vergangenheit auf den neueren Servern bekommen haben, weil wir da halt viel niedriger vom Level waren. 121,9 Millionen Gold für eine Schatztruhe. Okay, klicken wir mal drauf. Ich bin mal gespannt, was nachher das Endresultat bringt an Gold. Hauptsächlich geht es mir ja eigentlich um Gold hier bei dieser ganzen Geschichte rund um das Expeditionsevent. Natürlich möchte ich aber auch nicht... hier würde ich natürlich lieber das Gold nehmen als die Sanduhr, ne? Boah, 61 Millionen Gold? Hier zwischendurch mal so, ist ja auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ich gehe natürlich primär natürlich auf Gold-Einkommen, das ist ganz klar, aber ich möchte natürlich auch so gut wie möglich XP bekommen durch die ganze Angelegenheit hier. Und den XP-Balken, den habe ich in der Vergangenheit bei meinen Gequeste nie wirklich auf dem Schirm gehabt, aber so, was ich ungefähr an Gold bekomme und wenn ich am Tag so 2 Milliarden bekomme durch das Ganze hier, dann ist das, denke ich mal, wirklich in Ordnung. So. Hier nehmen wir auf jeden Fall das Wanted-Schild, das kann ich euch definitiv immer empfehlen, das ist eine safe Angelegenheit. So, und jetzt haben wir noch 2 Räume und wir müssen irgendwie noch auf die 40 kommen, irgendwie einigermaßen. Ich hoffe mal, ich kriege das noch hin. 36, wenn wir den nehmen, haben wir 39. Hier wäre Risiko, dass wir nochmal ein Skelett bekommen müssen, deswegen nehmen wir mal ihn hier, so, und nehmen mal safe ihn. So, und jetzt haben wir das geschafft. Wir sind auf unsere 40 Punkte gekommen. Das ist das, worauf ihr achten müsst, dass ihr immer auf die 40 Punkte bekommt, damit ihr die volle XP halt daraus ziehen könnt. So, wenn ihr halt eben weniger als 3 Sterne habt, dann bekommt ihr automatisch weniger XP. 1,35 mal für Sterne. Das ist wichtig, dass ihr das mitnehmt, dass ihr hier auch wirklich das Maximum an XP euch einverleibt. Und wir haben jetzt hier 5,6 Millionen bekommen und 609 Millionen Gold durch die 100 Alu. Ja, wir machen mal jetzt noch die restliche Alu. 3, 4, 5, so. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, wir haben wieder das Klopapier und wir können aber auch den Treppchenstürmer nehmen hier, der auch in Ordnung ist. Die Klopapierrollen sind immer ein ganz safer Weg, den man gehen kann, aber wenn man es schnell machen möchte, kann man auch auf jeden Fall die Treppchen nehmen. Wir nehmen mal die Treppchen
in der Hoffnung, dass wir hier wirklich auch, ja, auf unsere 3 Sterne kommen. Das ist wirklich Prio Number One. Ja? So, den Kessel, der bringt uns nicht viele Punkte. Ich würde hier tatsächlich auf den Schlüssel mal gehen. Das hier hatte ich euch ja gestern schon erklärt. Das sind quasi die Torten von damals, die ihr kennt. Das heißt, wenn ich die annehmen würde, das ist jetzt sozusagen die kleine Torte, dann haben wir in der nächsten Runde nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Dann gibt es noch quasi die große Torte, beziehungsweise halt die große Keule, Hand mit Keule. Dann habt ihr nur eine Auswahlmöglichkeit. Wir nehmen aber erstmal unsere Primärquest an, weil die uns natürlich am meisten bringt. Die können wir immer noch nehmen. Wir gehen aber erstmal auf das Kopfgeld, weil wir das auch mit einheimsen können. Wir nehmen jetzt die Quest an, weil wir können tatsächlich auch ein besseres Skelett bekommen. 11 ist tatsächlich, oder das ist quasi 1, ist das schlechteste Skelett. Wir können auch ein 2er- oder 3er-Skelett bekommen, also quasi 11, 12 oder 13. Deswegen nehmen wir jetzt mal hier erstmal unsere Quest an, weil wir die ja so oder so auf jeden Fall annehmen müssen. So, und hier haben wir jetzt halt eben 36 Millionen Holz, okay. Nehmen wir aber auf jeden Fall das Gold mit, das ist ganz klar. Okay, jetzt können wir unsere Kiste aussuchen. Die können wir jetzt nehmen. Oder wir gehen nochmal auf den Treppchenstürmer. Das ist jetzt halt eben, warte mal, wenn wir jetzt hier das nehmen, dann haben wir schon 20. Dann haben wir 30. Warte mal, wir nehmen mal. Sollen wir Risiko machen? Also, wir müssen halt wenn ich das jetzt annehme, müssen wir nochmal die komplette Quest einmal durchlaufen. Ich weiß nicht, das könnte ich schaffen. Ja. Wir müssen aber noch einmal eine Truhe mitnehmen. 6, 7, 8, 9. Wir gehen mal hier drauf, okay? So. Jetzt wird es noch schwieriger natürlich, die Quest anzunehmen, deswegen nehmen wir das jetzt gar nicht mehr an. Jetzt gucken wir, dass wir hier die safen Punkte irgendwie zusammenkriegen. Okay, stimmt, wir haben ja noch das Kopfgeld, ja, ganz vergessen. Ja, dann sind wir jetzt hier easy durch. So, jetzt wäre noch ganz cool, wenn wir den Schlüssel noch irgendwie einloggen könnten. Den wollte ich aber erstmal noch nicht nehmen, weil ich erstmal auf Nummer sicher gehen wollte. Deswegen nehme ich jetzt auch nicht das Kopfgeld, weil uns das nächste Runde auch ein Skelett bescheren könnte. Und hier haben wir die Truhe. Sehr schön. Haben wir perfekt gespielt. Besser geht's nicht. Ja, jetzt nehmen wir die Truhe mit, nehmen uns nochmal ein zusätzliches Gold mit hier. 121 Millionen. 122 kann man sagen. Okay. Und kriegen hier halt eben 10 extra Heldentum durch die Erfüllung der Quest. Hätten wir das Ganze jetzt nochmal gemacht, dann hätten wir plus 20 bekommen. Da wir aber nur auf 40 gehen müssen, ja, und uns alles, was da drüber ist, über 40 nicht mehr interessiert, das bringt uns rein gar nichts mehr, geht ihr auf dem Weg dorthin, natürlich versucht ihr auf den Weg dorthin, das Beste an Gold mitzunehmen. Das heißt, wenn ihr im Maximalfall noch eine Kiste zusätzlich bekommt, ist das sehr gut. Ja, das haben wir geschafft. 47 Punkte, 7 mehr als wir brauchen. Haben unsere 3 Sterne eingeheimst. Sehr schön unseren maximalen XP-Bonus hier wieder rausbekommen. Haben unser Gold bekommen, plus halt eine Truhe obendrauf. Das ist schon, da bin ich zufrieden mit. Ja. Natürlich läuft es nicht immer so, das muss man auch dazu sagen, weil man natürlich auch nicht immer die besten Quests bekommt. Ja. So, hier die freizügige Dame, die nehmen wir natürlich sehr gerne an. So, nehmen wir mal. Ja. Ist eine lange Questreihe hier oben, da müssen wir hier auf das Info gehen. Und dann auf die Begegnungen. Nee, warte mal, wo waren das hier? Wartezeit, Beutefund, Kampf, Expedition. Wo waren das jetzt hier? Lichtung, Aufträge, ne? Nee, ich glaube, da müsst ihr nochmal, achso, das wird hier nur ganz kurz wiedergegeben. Da müsst ihr, glaube ich, nochmal extra auf das Helpshift Center gehen, um halt eben zu gucken, was für Aufträge ihr da habt. Ich dachte, das wird hier oben auch angezeigt, was man nehmen muss. Wir nehmen jetzt mal risikobehaftet, wie wir sind. Nehmen wir jetzt mal, oder nee, wir nehmen mal ihn hier. Bei der Hand hätten wir jetzt halt eine Auswahlmöglichkeit weniger gehabt. So, das ist unsere Questline hier. Ja, die müssen wir erfüllen. Hier nehmen wir definitiv wieder das Kopfgeld mit. Ist immer easy, 10 Punkte für eine Etage. Ist nice to have auf jeden Fall. So,
hier ist das große Schwein. Ja? Wenn wir das annehmen, dann haben wir nächste Etage nur eine Auswahlmöglichkeit, gibt uns aber 5 Punkte. Ist auch nicht zu unterschätzen, sag ich mal, wie es ist. Wenn wir das hier erfüllen, kriegen wir noch plus 5 oben drauf. Wir können wieder auf Risiko gehen und einen Schlüssel mitnehmen. Ich sage euch ehrlich, mich reizen diese Schlüssel sehr, weil die geben tatsächlich echt nicht wenig Gold, wenn wir eine Truhe annehmen. Deswegen gehen wir nochmal auf Risiko in dem Wissen, dass wir jetzt verkacken könnten und ein bisschen weniger XP bekommen. Was nicht unbedingt so schlecht ist. Also wenn ich jetzt deutlich mehr Gold gegen ein bisschen weniger XP tauschen könnte. Ich bin sogar am Überlegen, muss ich sagen, ob ich komplett auf die XP scheiße, weil man halt so viel mehr Gold rausbekommen könnte. Stellt euch mal vor, man gibt einen kompletten F auf die XP, ja, und geht nur auf Schlüssel und Truhen, sodass ihr quasi in einem Run euch quasi die XP komplett egal ist, aber ihr vielleicht 3 Truhen mitnehmen könnt. Das heißt, eine Truhe gibt uns ja 120, ja, 240 Millionen Gold bei 2 Truhen und 360 bei 3. Also das wären 360 Millionen Gold on top jeden Run, falls man natürlich 3 Truhen bekommt, wenn man komplett auf die XP kacken würde, ja. So, wir nehmen das mal mit. Haben jetzt die 19, nehmen jetzt ihn hier an, ja, haben jetzt die 31. Jetzt müssen wir noch irgendwie versuchen, auf die 40 zu kommen. Aber wir haben auch noch einen Schlüssel hier. Das wird natürlich sehr schwer. So, wir haben hier wirklich sehr schlechte Auswahlmöglichkeiten gerade am Start. Das könnte jetzt das erste Mal schon krachen. Und da kracht es auch schon das erste Mal. Und wir bekommen nicht mal die Truhe. Hätten wir in den letzten jetzt die Truhe noch bekommen, dann hätten wir uns wenigstens das Gold mitnehmen können. Aber wir haben nicht mal eine Truhe vorgeschlagen bekommen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ja. So, jetzt haben wir das erste Mal verkackt, sind ein Level-Up, haben 2 bekommen und haben jetzt nur 5 Millionen bekommen. Was hatten wir auf 3 Sterne gehabt? 5,1? 5,2? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich muss im Video nochmal gucken. Aber da haben wir jetzt quasi ein bisschen eingebüßt an XP, weil wir die 3 Sterne nicht geknackt haben. So, wir sind aber schon auf fast 2,2 Milliarden Gold, was tatsächlich gar nicht so verkehrt ist. Und hier können wir nochmal die letzte Abenteuerlust annehmen, was jetzt nochmal natürlich uns dementsprechend weniger Rewards gibt. Das Risiko vielleicht aber auch nicht so hoch ist. Hier nehmen wir definitiv ihn an. Dann, ein 13er, den nehmen wir mit. Boah, nochmal das gleiche. Wir gehen wieder auf den Schlüssel. Boah, nochmal das hier. Gut, ja, müssen wir gucken, wie wir das jetzt noch hinkriegen irgendwie. Hier natürlich können wir jetzt nicht danach ganz gehen, 12,2 Millionen. Ne, nimmt man natürlich mit. Okay, jetzt müssen wir primär erstmal versuchen, die Quest hier zu erledigen. So, das haben wir geschafft. Dann können wir ihn hier noch mitnehmen. Und wir nehmen die Truhe, definitiv. So, weil am Ende werden wir durch unsere Questline hier sowieso nochmal vergütet. Da müsst ihr halt mal drauf achten, was euch das an Ausschüttung gibt denn, ne? So, Quest erfüllt, volle Sterne, sehr schön. Und dann haben wir das letzte hier nochmal abgefrühstückt. Ja, ist auch nicht verkehrt auf jeden Fall. 121 Millionen Gold, haben zwischendurch auch nochmal Gold bekommen durch die Kiste und sind am Ende des Tages jetzt hier auf 2,3 Milliarden Gold gekommen. Oh, und ich habe noch nicht mal hier großartig meinen anderen Stuff gemacht, ja. Das ist jetzt wirklich alleine nur durch die Expedition. Und zusammenfassend muss ich sagen, gibt mir das auf jeden Fall jetzt erstmal so deutlich mehr Gold, als hätte ich jetzt rein die Abenteuerlust nur gespielt. Also ich sag mal wirklich 2,2, also ich komme manchmal auch gar nicht auf die 2 Milliarden Gold, nur rein durch das Alu-Geklicke, wenn ich meine 11 Bier trinke, so, ne? Ich schätze mal so, das hat mir jetzt roundabout circa 400 bis 500 Millionen mehr Gold gegeben, als wenn ich jetzt normal meine Alu gequestet hätte. Das Ganze ist natürlich spekulativ. Man muss die Kisten mit einberechnen, die man auf dem Weg findet. Die findet man auch nicht jeden Tag. Man kann auch verkacken. Man kann auch mal weniger Sterne bekommen, wie ihr gesehen habt. Also wir haben heute hier alles gezeigt in dem Video auf jeden Fall. Und es ist spekulativer und risikobehafteter, als wenn man jetzt eins für eins die ganze Abenteuerlust durchklickert, so, ne? Aber jetzt erstmal vom Gefühl her
muss ich sagen, geht es erstmal auch deutlich schneller, wir haben es jetzt sehr auseinandergenommen. Also ich bin am Überlegen, ob ich nicht jeden Tag die Expedition erstmal bevorzuge, als das normale Abenteuerlustgequeste, sage ich euch so, wie es ist. Ich werde die nächsten Tage noch definitiv weiter auf meinem Main-Expeditions-Event spielen, auf meinem Battle Mage auch, der ist ja auch schon über 632, da können wir das gleiche testen. Und dann werde ich euch die Tage nochmal ein Fazit geben. Ich werde euch nochmal dann dazu nochmal zeigen, welche Quests ihr am besten annehmt und wovon ihr besser die Finger lasst. Ja, welche safe sind und welche mehr nicht so wahrscheinlich sind, dass ihr da auf die volle Punktanzahl kommt. Aber das in Zukunft auf jeden Fall mehr zu. Ja. Ansonsten war es das erstmal soweit von mir für das heutige Video. Morgen um 15 Uhr dann hier auf YouTube wieder Giveaway. Ja. Dazu dann alle Informationen am Morgen um 15 Uhr im Video, was ihr machen müsst, wann die Auslosung ist, etc. pp. Und um 16 Uhr sehen wir uns dann live auf Twitch. Da freue ich mich sehr drauf. Premiere-Stream, das erste Mal. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Freue mich auf die Twitch-Community und bin wirklich mega, mega hyped auf die nächste Zeit. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.